Ja, ein großes, außergewöhnliches Prestigeobjekt bei der Stieglbrauerei in Salzburg ist in der Auswertung. Wie würden Sie die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen und wie hat das auf Sie gewirkt als Projektleiter für Grimm? Ja, das Projekt war ein sehr interessantes und auch ein sehr gutes Projekt. Wir haben dort mit 2 unabhängigen Messtechniken die Luftgüte in den Räumen überwacht, und zwar mit einem Gerät für Luftionen und mit einem weiteren Gerät für Partikel, Staubpartikel. Und das Experiment war so konzipiert, dass wir eine Episode ohne Memon überwacht haben und dann direkt im Anschluss eine Episode mit. Und wenn man dann die Daten auswertet und vergleicht, so hatten wir für beide Messsysteme, die Luftionen, einen sehr deutlichen Anstieg von bis zu 30% und gleichzeitig für die Staubpartikel eine sehr deutliche Abnahme von 35 bis fast 80%. Und das sind also Werte, die nicht mehr zufällig entstehen, sondern die sind eben dadurch entstanden, weil Memon in diesen Räumen wirkt. Im Nachgang der Messung haben wir dann auch diese Daten noch verglichen mit der Situation, die während dieser gesamten Messzeit, es handelt sich da um 2 Wochen, im Raum Salzburg in der Außenluft vorgefunden waren. Und da konnte man eben sehen, dass selbst wenn man diese Bedingungen in der Außenluft noch auf diese Ergebnisse bezieht, sind die trotzdem noch sehr, sehr deutlich und eben nicht zufällig, sondern da ist was passiert, was eindeutig Memon zuzuordnen ist. Ein Anstieg der Luftionen, positiv wie negativ, und eine Reduktion der Feinstaubkonzentration. Wobei man bei der Feinstaubkonzentration sagen kann, je kleiner die Teilchen sind, desto besser wirkt Memon. Für Sie als Wissenschaftler, Forscher, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt, müsste das doch Mut machen. Es macht nicht nur Mut, es macht auch unglaublich Spaß, denn während zum Beispiel in Salzburg in der Außenluft die Luft erst dann besser wurde, ja, mit weniger Feinstaub belastet war, nachdem es geregnet hat oder wenn der Wind quasi den Dreck wegpustet, hat man mit Memon diesen Effekt die ganze Zeit. Wir haben verglichen tags zu nachts, deutliche Effekte. Wir haben verglichen werktags zu Wochenende, deutliche Effekte. Und das Schöne ist dann bei dieser Technologie, und das ist eben das Mutmachende oder Faszinierende, es wirkt. Und es wirkt einfach, weil es da ist. Viele andere Technologien wirken auch. Nehmen Sie zum Beispiel Raumluftfilter oder andere technische Maßnahmen, die wirken aber in der Regel, wenn Sie es einschalten, und wenn Sie es ausschalten, dann nicht mehr. Und Sie müssen es irgendwann vielleicht regenerieren, Sie müssen es warten, Sie haben Folgekosten. Das sind natürlich alles Effekte, die bei einer Technologie wie Memon nicht entstehen. Und das, wie Sie richtig gesagt haben, das macht Mut, aber für mich macht es vor allem Spaß, vor allem wenn man so ein Projekt dann messtechnisch begleiten kann und zeigen kann, was dort passiert. Wenn man das übertragen sollte auf den Alltag unserer Verbraucher, die Feinstaubbelastung in den Haushalten ist ja auch enorm. Ist das auch wiederum etwas, wo Sie sagen können, ruhigen Gewissens, Memon macht da Sinn? Unbedingt. Denn ich möchte es mal so sagen, das ist ja ein Add-on, was man mit Memon bekommt. Denn die Hauptwirkung von Memon ist ja eigentlich eine andere. Die zielt ja eher auch auf den Schutz bzw. die Wirkung gegenüber elektromagnetischer Strahlung oder Feldern hin. Und das, was Memon allerdings eben mit der Luft noch verändert, wie genannt mit den Ionen oder mit den Feinstaubpartikeln, das ist ja quasi ein zusätzlicher Effekt, den man quasi zu dem eigentlichen Memon-Effekt noch, ich möchte mal sagen, gratis dazu bekommt. Und das ist sehr schön. Wir wollen das Ganze auch noch mal konkret mit der Kamera einfangen. Die Zeiten sind im Moment ein bisschen schwierig. Corona macht nicht alles möglich. Aber wenn wir das Stichwort Corona aufgreifen und da oben steht Aerosol, gibt es da auch vielleicht sogar möglicherweise etwas Neues zu entdecken? Würde da Memon auch was können? Ich denke schon, denn wenn man jetzt die anderen Maßnahmen sich mal anschaut, die empfohlen werden, um die Ausbreitung von so Viren zu reduzieren,
dann gibt es da ja mehrere gängige Methoden. Das eine ist zum Beispiel Abstand halten. Warum hält man Abstand? Damit Partikel, die beim Sprechen oder die beim Niesen oder sonst wie freigesetzt werden, nicht jemand anderen dann berühren oder von jemand anderem eingeatmet werden, sondern Zeit haben, durch den großen Abstand zu sedimentieren. Ein weiterer Grund, eine Maßnahme, Sie können zum Beispiel eine Atemschutzmaske tragen. Das heißt, das ist auch wieder derselbe Effekt. Die Partikel, die Sie ausatmen, die Aerosole, die haben nicht die Möglichkeit, in großer Zahl zu anderen Personen zu gelangen, sondern die bleiben in dem Gewebe der Maske hängen. Das sind jetzt zwei Beispiele, wie Sie über Abstand oder über Filter eine Partikelanzahlkonzentration von Aerosolen reduzieren können. Und dasselbe passiert ja auch bei Memon, allerdings über eine andere Wirkungsweise, einfach indem die Partikel durch natürliches Anlagern von Luftionen geladen werden, sich gegenseitig anziehen, dadurch größer werden und viel schneller zu Boden sinken. Das heißt, sie entfernen mit Memon auch definitiv Aerosolpartikel aus dem Bereich, wo die Menschen atmen, hinunter in einen Bereich, der unkritisch ist, Fußboden, Teppichboden oder was sie sonst für Materialien unten quasi in ihrem Gebäude haben. Also ja, Memon ist definitiv auch eine Methode, mit der Sie die Konzentration von Aerosolpartikeln in geschlossenen Räumen reduzieren können. Und das können wir auch belegen. Entschuldigung? Und somit auch Viren? Wenn die Viren, wie man annimmt, an den Partikeln dranhängen, ja. Die Viren alleine sicher nicht. Das ist nochmal eine andere Größenklasse. Die können wir auch mit den Messgeräten, die wir jetzt verwendet haben, nicht detektieren. Aber es ist gängige Praxis, zum Beispiel eine Standardmaske, eine FFP2-Maske oder auch eine andere, die filtert ja nicht in dem Sinne die Viren heraus, sondern sie filtert die Partikel heraus, an denen Viren mit an der Oberfläche anhaften. Also ja, wenn weniger Partikel in der Luft sind, dann sind auch biologische Partikel weniger in der Luft, die an der Oberfläche anhaften.